500'000 Bäume, das ist eine halbe Million Bäume, die wir mit Nikin bisher pflanzen konnten. Das ist eine mega Zahl, wo wir unglaublich stolz darauf sind. Wir stehen jetzt hier vor dem 500'000. Baum hier in Lenzburg, den wir zusammen mit der Stadt Lenzburg pflanzen konnten. Und ich habe hier bei mir den Thomas. Der Thomas und der Tobias haben den gepflanzt für uns. Und ja, uns interessiert jetzt mal, Thomas, wer bist du, was machst du eigentlich? Genau, ich bin der Thomas, bin 29, wohne hier in Lenzburg, arbeite hier in Lenzburg. Ich arbeite hier seit schon gleich mal 10 Jahren schon hier im Stadtbahn Lenzburg. Ich bin verantwortlich für 3 grössere Parkanlagen und 7, 8 kleinere Anlagen, wo ich noch zuständig bin für Unterhalt, für Bäume schneiden, Rasenmähen, Hecken schneiden, alles was gerade so anfällt. Ja. Was muss man Spezielles beachten, wenn man in einer Stadt einen Baum pflanzen will? In einer Stadt einen Baum zu pflanzen, muss man darauf schauen, der Wurzelraum ist relativ beschränkt bei diesem Baum. Und für das nehmen wir eigentlich spezielles Substrat, wie ihr hier hinten sehen könnt. Wir legen Bewässerungsrohr einlegen, weil im Sommer gibt es lange, trockene Sommer, wie jetzt die letzten 2-3 Wochen wie wir gesehen haben. Da legen wir auch Bewässerungsrohr reinlegen. Mit diesen Bewässerungsrohr können wir im Sommer noch das Wasser direkt zu den Wurzeln geben. Und zudem wird in den ersten 2-3 Jahren werden Bäume mit Pfählen und Befestigungsmaterial befestigt, dass der Baum sauber anwachsen kann. Wir haben hier ein Acer platanoides Cleveland gesetzt. Auf Deutsch heisst das ein Kugelspitzenhorn. Wieso haben wir hier genau diesen Baum gepflanzt? Also den Kugelahorn haben wir eigentlich gewählt, weil der ein stadtverträglicher Baum ist. Der verträgt auch einigermaßen Trockenheit, aber er braucht auch relativ wenig Wurzelwerk, für das er gut wachsen kann. Ja. Also ganz am Anfang haben wir eigentlich eine Baumgruppe gehabt, die 2 auf 2 Meter war. Wo noch eine neue Anfrage kam für den 500'000. Baum, haben wir gedacht, wir nehmen den gerade näher zu dem zu. Wir machen die Baumgruppe 4 auf 4 Meter. Wir haben dann dazu den Belag aufgeschnitten, haben dann hier ein Eisen reingelegt. Und dann haben wir eigentlich den ganzen Strassenkies abgehoben, sind ca. auf 1 Meter Tiefe runtergegangen und haben ein spezielles Substrat aufgefüllt, dass der Baum relativ lang feucht und eine gute Belüftung hat. Zu dem haben wir dann noch das Bewässerungsrohr reingelegt. Das Bewässerungsrohr hat hier einen Deckel. Das ist ein Schlauch, der eigentlich rundherum geht, dass man im Sommer eigentlich das Wasser direkt hier drin runtergeben kann, dass das ganze Wasser eigentlich zu den Wurzeln kommt, weil die Wurzel braucht das Wasser. Und zusätzlich haben wir hier einen Tröpfchensack. Da kann man 60 Liter drin tun und dann läuft es einfach ganz langsam raus, sodass die Wurzelballe wirklich sehr gut bewässert ist und feucht hat in den heißen, trockenen Sommer. So einen Baum habt ihr natürlich nicht einfach, wenn man reinsetzt. Für das haben wir hier speziell noch die Pfähle gemacht, oben Verbindungen. Und die haben wir auch über das Dreieck eigentlich fix angespannt. Die Pfähle bleiben jetzt für die nächsten 2 bis 3 Jahre drin. Die werden wir auch jährlich hier überprüfen, ob die Festigkeit noch oben ist, ob der Baum noch schräg wird, wenn man Wasser gibt, weil das ganze Substrat kann natürlich noch auch absacken. Und dann müssen wir Massnahmen treffen. Aber ich glaube, wir haben das sauber und gut machen, ja. Und vielleicht fragt ihr euch jetzt noch, warum ist der Stamm weiss und warum ist der eingepackt? Die Sonneneinstrahlung am Morgen ist so fest, dass das einen Sonnenbrand geben könnte, dass die Rinde aufreißen könnte. Für das ist eigentlich der Baum weiss angemalt, dass der Stamm schützen. Die wird mit der Zeit nachher weggehen und dann hat sich eigentlich der Baum als starker Sonnenlicht daran gewöhnt. Ja. Lenzburg ist mit ca. 50% Wald bedeckt. Wie sieht das in der Stadt aus? Bei uns auf dem Siedlungsgebiet haben wir ca. 1600 Bäume. Das sind Alleebäume, das sind Parkbäume, das ist ganz verschieden. Ja. Wo braucht es noch mehr Bäume? Ja, wo braucht es noch mehr Bäume? Das ist eine gute Frage. Die Frage ist, wo wollen die Leute Bäume? Eben, wir setzen Bäume dort setzen, wo es Schatten braucht, wo es Abkühlung braucht. Sei es eben in Parkanlagen oder sonst im Siedlungsraum. Ja. Wie alt ist der älteste Baum in der Stadt Lenzburg? Wir haben eigentlich 2, die relativ alt sind, die gegen die 140 Jahre alt sind. Der steht in der Seonenkreuzung, das ist eine Platane. Und in der Stadtkirche in Lenzburg haben wir die 2 Platanen. Ja, die sind 140 Jahre alt. Wie groß sind die circa?
Ja, das ist noch schwierig zu beurteilen. Von unten her gesehen ist natürlich jeder Baum sehr gross, aber der wird gegen die 28 bis 30 Meter gehen, ja. Du hast in deinem Alltag viel mit Bäumpflanzen zu tun. Was verbindest du für dich mit Bäumpflanzen? Ja, das ist eine gute und schöne Frage. Eben, das Baumpflanzen macht für mich aus Spass. Eben, man sieht, man setzt einen Baum, man kann den nachher jahrelang pflegen. Man sieht dann im Frühling, wie er blüht, im Sommer, wie die Blätter gross und schön sind und im Herbst, wenn die Blätter fallen. Also ich kann eigentlich die ganze Zeit zuschauen, wie der Baum seine Photosynthese macht und wächst und die Blätter fallen. Ja. Gibt es hier in Lenzburg spezifisch einen Baum, der dir extrem gut gefällt? Ein speziell schöner Baum ist im Ziegelacher gibt es eine ganz schöne Eiche. Also wenn ihr eine schöne Eiche mal anschauen wollt, dann geht ihr mal auf den Ziegelacher zu Lenzburg. Ja. Wo hast du das Gefühl, gibt es in Lenzburg Lichtenbäume oder wo hat es schöne Waldflächen, wo man gerne spazieren kann und sich wohlfühlen? Mein persönlich schönster Teil in Lenzburg ist die Umgebung vom Esterli-Turm. Dort hat es auch x alte Bäume, die mit einem weißen Punkt markiert sind. Die sind extrem gross und breit, wo man kann anschauen und bestaunen. Ja. Da steht er jetzt also, unser 500'000. Baum. Die Zahl ist mächtig. Danke vielmals an euch alle, die geholfen haben, mit uns das Ziel zu erreichen. Wir sind jetzt nicht fertig wegen dem, sondern wir zielen jetzt auf die nächsten 500'000. Und wer weiß, vielleicht steht hier bei dem leeren Platz nebenan schon bald der millionste Baum, was uns mega freuen würde.